Einen wunderschönen guten Morgen auch noch mal von unserer beiden Seiten zum ersten Vortrag heute. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ja, was haben wir vor? Und bevor wir was vorhaben, darf ich mich noch mal kurz vorstellen. Aber wenn ich in die Runde schaue, ich glaube, Sie haben mich gestern schon in Action gesehen. Heute kann ich Sie beruhigen. Heute weil der Vortrag der Marc Börder-Burmester, das heißt, ich tanze nicht rum, sondern Herr Börder-Burmester wird Ihnen einiges erzählen. Ja, ich möchte auch gar nicht viel vorweg sagen. Titel und Sonstiges könnt ihr hier schon erkennen. Ich glaube, es erwartet ein sehr spannender Vortrag, sehr interessanter Vortrag. Es geht natürlich um Compliance, um Risk Management. Ne? Und was Sie sehen werden, Herr Börder-Burmester versucht, so den Spagat zu schaffen mit der ganzen Komplexität in der Thematik, die entsprechend mitbringt, aber trotzdem pragmatische Ansätze aufzuzeigen, wie man das entsprechend im Unternehmen umsetzen kann. Und für Sie vielleicht vom Rahmen her, die Viridium Group setzt zwei Produkte von uns ein. Das Adonis, selbstverständlich als Basisprodukt, ist im Einsatz. Das Ado GRC ist dort auch im Einsatz. Und wir haben auch auf der Adonis-Plattform das DSGVO-Add-on eingesetzt. Ja, auch eine Aufgabe aus der Compliance heraus. Ne? Also das ist die Umwelt, sodass Sie sich auch eine Vorstellung machen können, wovon er jetzt berichtet und auf welcher technischen Plattform er das macht. Ja, Marc, eine halbe Stunde Zeit für dich. Ne? Und eine Bitte war noch, wenn Fragen sind, ne, wir haben am Ende genügend Zeit übrig. Ne, das heißt, Fragen bitte gerne im Kopf abspeichern. Ne, und dann können Sie die gerne am Ende des Vortrages an den Marc Börder-Burmester richten. Marc, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vollmann, für die Anmoderation. Mein Name ist Marc Börder-Burmester. Ich bin bei der Viridium-Gruppe beschäftigt. Dazu sage ich gleich noch ein paar Worte. Ich bin Application Owner von Adonis bei uns in der Firma und stellvertretender ISB und BCM-Beauftragter. Und wir machen gelegentlich Vorträge für BOC, da wäscht dann eine Hand die andere, die Herr Vollmann schuldet mir immer noch irgendwas. Er hat uns gebeten, einen Vortrag zu machen. Das ist eher allgemein, also es ist ein bisschen generische Themen zur Modellierung. Wir haben 4 Blöcke. Ich werde zum ersten was sagen zu unserer Firma, weil wir sind als Name nicht so bekannt. Der zweite Block wird sein Allgemeines zur Modellierung. Warum modelliert man? Was modelliert man? Dritter Block wird sein, einige Praxisbeispiele, wie modelliert man Governance-Themen mit Adonis oder mit benachbarten Systemen. Und zu guter Letzt ist noch meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, da geht es um Modellierung und den Modellierer, also um die Menschen, die mit dem System arbeiten und an dem System arbeiten. Ich steige mal ein. Ich habe hier mal so unsere Standardfolie aufgelegt. Was sind wir eigentlich? Wir sind ein Lebensversicherer im Kern. Man kennt uns aber nicht, weil wir nicht unter unserem Konzernnamen auftreten, sondern mit unseren Lebensversicherungsgesellschaften, die in unser Portfolio gehören. Insofern sind wir zum einen Lebensversicherer, zum anderen sind wir aber eine M&A-Firma. Wir befassen uns also mit der Akquisition größerer Lebensversicherungsbestände oder ganzer Lebensversicherungen. Das heißt, M&A ist eine unserer Hauptthemen, die temporär immer mal wieder interessant werden. Und der dritte Block ist, dass wir IT-Migrationen als Kern haben. Also unser Modell besteht darin, dass wir Lebensversicherungsbestände kaufen und die auf eine integrierte Plattform heben, um entsprechende Kosteneffekte und Skalierungseffekte daraus zu generieren. Noch? Vielleicht einige Kennzahlen. Wir haben 3,8 Millionen Lebensversicherungsverträge zurzeit in unserem Portfolio und haben circa 70 Milliarden Assets under Management. Das wird demnächst vielleicht noch ein bisschen mehr werden. Wir sind derzeit je nach Zählweise die Nummer 3 auf dem Markt. Wir werden voraussichtlich im Laufe des Jahres die Nummer 2 werden. Die Allianz ist so groß, der ganze Rest ist so viel, aber in diesem Block sind wir dann einer der größeren Lebensversicherer. Zurzeit sind bei uns im Portfolio die Proxalto Lebensversicherung AG, die kennen Sie den Namen nicht, das ist die ehemalige Generali Lebensversicherung, also nicht die Generali insgesamt, sondern deren deutsches Lebensversicherungsgeschäft, die ehemalige Volksfürsorge. Dann haben wir die Heidelberger Leben, das ist die ehemalige MLP Lebensversicherung. Dann die Scandia, die heißt immer noch so, wie sie früher hieß. Und die Entis, das ist die ehemalige Mannheimer Lebensversicherung. Das ist derzeit unser Portfolio. Und dann machen wir noch so einige Verwaltung für Bestände anderer Versicherer, aber das ist ein kleines Nebengeschäft. Wir haben im Prinzip 2 große Standorte. Das eine ist Neu-Isenburg bei Frankfurt. Das ist sozusagen unser Corporate Center, also Finanzbuchhaltung, Risikomanagement, Governance, also alle Zentralfunktionen. Und am Standort Hamburg, da sitzt sozusagen unser Customer Service, also die Leute, wenn Sie als Versicherter eine Frage haben, landen Sie in Hamburg. Wir haben zurzeit um die 900 Mitarbeiter, das ändert sich. Wir haben viele Externe drin, die für Projekte bei uns mit reingehen. Das sind manchmal 1100 Leute, manchmal 1200, manchmal weniger. Und wir arbeiten sehr eng mit
mit Softwarefirmen zusammen, die unsere Verwaltungsplattform mit uns zusammen weiterentwickeln. Eigentümerstrukturen, Cinven kennt man auch nicht. Cinven ist ein britischer Kapitalinvestor, denen gehört 80% der Viridium-Gruppe. Und dann ist noch drin die Generali und die Hannover Rückversicherung. Kurz einen guten Lebensversicherer, der quasi wie ein kombiniert mit M&A. Wir fangen erst ganz allgemein an zum Thema Modellierung. Also ich weiß, dass wir sehr verschiedene Qualifikationen und Menschen hier drin sitzen haben. Also manche Risikomanager, die das alles schon kennen. Dann haben wir Leute drin, die mit Modellierung wenig oder gar nichts zu tun haben. Deshalb will ich damit so ein bisschen einsteigen, weil das, glaube ich, der Kern von allem ist, worum es bei Adonis und benachbarten Systemen geht. Ich habe da mal aufgezeigt, worum geht es bei Modellierung. Ja, Modellierung ist ein vereinfachtes Abbild der Realität. So, warum modelliert man? Das ist die erste Frage, die man sich eigentlich stellen muss. Das ist ja kein Selbstzweck. Mitunter meint man, dass manche modellieren, um gemalt zu haben. Da wird halt ein Prozess gemalt, man fragt sich, warum, wie detailliert und warum nicht. Das ist eigentlich die erste Frage, warum will ich modellieren? Und das ist hier so dreigeteilt. Ich habe da halt einmal die Realität, also das, was bei Ihnen im Unternehmen passiert. Leute sitzen vor einem Rechner und drücken irgendwelche Tasten und Sie sehen ja gar nicht, was die eigentlich machen. Ja, und damit das der Prüfung zugänglich wird oder Verbesserung zugänglich wird, modellieren Sie. Sie bilden das, was in der Realität existiert, in Ihrem Modell ab, vereinfachen, abstrahieren, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. So, und oft werden diese Dinge gedacht von dem technischen Modell her. Aha, ich habe Adonis und ich habe Workflows und ich habe Prozesse und damit mache ich das jetzt. So, und dann hat jeder so seine eigene Insel. Ja? Und wir verfolgen mehr den Ansatz, dass wir sagen, wir müssen erstmal verstehen, was im Unternehmen vorhanden ist, an Objekten, an Realität und versuchen erstmal ein logisches Modell zu machen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Stadt, Wien, und Sie brauchen ja ein Modell, dann haben Sie einen Stadtplan. Das logische Modell ist ja ein Stadtplan. Sie haben Orte, die mit Straßen vernetzt sind. So, und die technische Umsetzung, das technische Modell war früher ein Blatt Papier oder ein Katalog, den Sie in der Seitentasche von dem Auto drin hatten. Heute haben Sie Navigationssystem. Sie können ranzoomen, Orte auswählen, Strecken berechnen und so weiter. Aber das logische Modell ist immer noch dasselbe. Ja? Und das logische Modell ist eigentlich das, was dem Ganzen vorausgeht. Also das logische Verständnis von dem, was Sie da machen und wie Sie es modellieren wollen, ist der Kern von dem Ganzen. So, und mit dieser Denkweise gehen wir da dran und überlegen erst im zweiten Gang, wie setze ich das technisch um. Was macht man bei einem Modell? Ich habe unten so ein Männchen gemacht, das ist ja Sie wollen auf die Realität Einfluss nehmen. Sie wollen verstehen, was da passiert und wollen etwas verbessern oder verändern oder ein neues Gesetz implementieren. Und wenn Sie die Leute an ihrem Rechner sitzen sehen, wissen Sie nicht, wo das überhaupt relevant ist. Ja, dann gucken Sie also in Ihr Modell rein. Sie stellen die Frage an das Modell, welche Prozesse sind die datenschutzrelevant sind? Welche sind die Prozesse, die zeitkritisch sind? Ja, das ziehen Sie aus Ihrem Modell raus und wirken dann auf die Realität. Also Sie fangen an und ändern einen Prozess beispielsweise. Und die beiden wichtigsten Punkte stehen, glaube ich, unten. Und das eine ist, wenn Ihr logisches Modell nicht sauber ist, dann ist der ganze Rest, der hinten dran folgt, auch nicht sauber. Ja, dann ist Ihre technische Umsetzung vielleicht technisch gelungen, aber die liefert Ihnen nicht die Antworten, die Sie vielleicht haben wollen. Oder es liefert Antworten, aber Sie wissen nicht, ob es die richtigen sind. Also das logische Modell ist der wichtigere Punkt und der determiniert den ganzen Rest. Das Tool hinterher kann gut oder schlecht sein, aber das ist der Kern. Und der zweite, bisschen problematische Punkt ist, wenn Sie ein bestehendes Modell oder bestehende Modelle haben, die in der Vergangenheit von verschiedenen Menschen, verschiedenen Beratern zu irgendeinem bestimmten Zweck gebaut wurden und da ist wahnsinnig viel schon vorhanden, dann haben Sie ein Problem, sowas zu ändern. Dann hat man 5.000 modellierte Prozesse, wir kennen so Unternehmen, finden Sie 5.000 Prozesse, da fragen wir noch, wie aktuell sind die? Und dann sagen die, ja, wir haben 3 große Haufen. Der eine, den halten wir einigermaßen aktuell, dann ist dann noch dieser ältere Block, wo wir nicht genau wissen und wir müssten eigentlich mal aufräumen. Also das ist wir hatten das Glück, dass wir auf der grünen Wiese bauen konnten, bauen durften. Und wir sind halt streng danach verfahren, dass wir erstmal verstehen, was da passiert. Dann steht noch Modellwahrheit. Was damit gemeint? Also bei einem Modell ist es so, das muss ja struktur- und verhaltensanalog sein. Also wenn Ihr Stadtplan die falschen Straßen drin hat, und das Modell muss sich so verhalten wie die Realität. Die Dinge, die in der Realität haben, müssen im Modell drin sein. Was da nicht drin ist, funktioniert nicht. Oder Sie haben ein korruptes Modell und kriegen falsche Antworten. Informatiker wissen das.
Aber darauf ist zu achten. Also das heißt, aktualisieren, Modell pflegen, aktuell halten. Was haben wir noch? Gehen wir aufs nächste. Da geht es um Integration von Modellen. Ja? Also wir haben eine betriebliche Realität und in vielen Firmen ist die Tendenz da, wenn irgendwo ein neues Gesetz rauskommt, eine neue Anforderung, dann wird halt eine neue Datenbank, eine neue Software gekauft, die wird in die Welt gestellt und hinterher hat man dann einen Zoo aus verschiedensten Applikationen. Ja, also zum Beispiel in dem Fall haben wir ADO-NP für Prozesse zu modellieren, wir haben ADO-IT, haben wir noch nicht im Einsatz, wollen wir aber, ist jetzt nur beispielhaft genannt, um ihre Systeme, ein Inventar ihrer Systeme zu haben. Hier ist noch ein ISMS-System gezeigt, also Informationssicherheitsmanagement, Business Continuity und SAP zum Beispiel oder Active Directory, wo Ihre User drin sind. Und das Problem ist, wenn Sie viele Landschaften haben, oder viele Systeme, haben Sie viele Application Owner, jeder kennt seine eigene kleine Welt. Dann merken Sie auf einmal, ich habe 2 Prozessinventare oder 2 Systeminventare, wie werden die eigentlich aktuell gehalten? Und in dem Moment haben Sie Schnittstellen. Ja, und nichts ist teurer und aufwendiger, als Schnittstellen zu betreiben und zu aktualisieren. Sie kriegen von Adonis Classic einen Wechsel auf Adonis NP. Und dann muss man halt gucken, oh, jetzt muss ich ganz Schnittstellen neu bauen. Ja? Das ist so ein Thema, Schnittstellen zu betreiben. Wichtig ist, dass Sie eine Single Source of Truth haben. Also wir haben nur eine Stelle, an der wir Systeme pflegen, nur eine Stelle, an der wir Prozesse pflegen, nur eine Stelle, an der wir Aufbauorganisationen modellieren. Problematisch darin ist, haben wir in der Praxis gesehen, dass jeder aus seinem System Reports zieht. Also der Datenschutzmann, der zieht aus seinem Verfahrensverzeichnis irgendwelche Themen raus oder der ISB zieht Informationssicherheitsreports raus. Und wenn jeder eine eigene Datenbasis hat, haben Sie hinter mehrere Reports, die sich im Prinzip mit denselben Themen befassen. Da heißt dasselbe Thema vielleicht ein bisschen anders. Und Sie fragen sich, ist es eigentlich dasselbe Thema oder ist es nicht dasselbe Thema? Ja, das ist so ein bisschen ein Problem, dass jedes dieser Systeme eigene Reports macht. Also Integration von Landschaft gut, aber die nächste Frage ist, wie baue ich eigentlich mein Reporting? Wir sind so ein bisschen davon weggegangen, Reports aus einzelnen Systemen rauszuziehen, sondern wir haben zunächst mal besäubert, welche Daten werden oder welche Informationen werden in welchem System gehalten. Und wir machen die komplette Auswertung zunehmend mit einem Analytics-Werkzeug. Also in unserem Fall ist das R. R ist einfach eine Programmiersprache, wir haben einen Server da stehen und den binden Sie an die darunter liegenden Datenbanken an. So, das hat den Vorteil, dass Sie aus verschiedensten Systemen Daten zusammenziehen können und die ganze Logik und den Auswertungsalgorithmus, der liegt im Grunde genommen in der R-Programmierung drin. Ich merke das öfter bei IKS-Arbeitskreis, bin ich Mitglied, da sind Adonis-Nutzer und die fragen dann, ja, aber das Reporting in Adonis, das ist ja, man muss programmieren lassen und so weiter und so weiter. Das ist kein Reporting-Werkzeug. Das ist ein Werkzeug zur Modellierung. So, das heißt, wir haben uns dann entschieden, hinten dran ein Analytics-Tool dran zu hängen. Und dort können Sie dann aus verschiedensten Systemen Daten zusammenziehen, Daten aufbereiten, Daten auswerten. Was natürlich bedeutet, Sie brauchen irgendjemand, der sich mit diesen Methoden und Werkzeugen auskennt. Der Charme daran ist, Sie haben hinten dran eine GUI hängen, also eine Benutzeroberfläche, wo derjenige sagen kann, zeige mir alle Prozesse, keine Ahnung, die dem COO-Ressort zugeordnet sind und Geldwäsche relevant sind. Ja, drücken Sie auf den Knopf und dann spuckt er Ihnen die Prozesse aus, die zugehörigen Risiken und so weiter. Das muss man halt erstmal bauen und das ist immer ein bisschen ein Kampf mit der Technik. Wie komme ich denn mit meinem R-Server an welche Daten dran? Die liegen dann auf irgendeiner Instanz da, bei diesem Dienstleister und das ist dann so ein technisches Thema, aber wenn Sie es einmal gemacht haben, drücken Sie halt auf den Knopf. Ja. Das geht in Echtzeit auf die Daten, die in der Datenbank drin sind und holt die raus. Sie haben alle Daten, all the data, all the time. Das ist erstrebenswert, ein bisschen aufwendig. Hilfreich sind so REST-API-Schnittstellen, die nutzen wir viel. Das war in Classic nicht vorhanden, in der Adonis NP schon. Da haben wir erst gedacht, ja, REST-API, okay, ja, schön, dass es das gibt, ist wichtig. Haben wir gemerkt, also man kann damit viel machen. Also soweit zum Thema Auswertung. Das haben wir im Grunde genommen aus Adonis rausgelöst. So, jetzt nicht erschrecken, das müssen Sie nicht verstehen, dieses Bild. Da geht es darum, was mache ich eigentlich mit Governance-Themen? Ja, und wir sagen im Grunde genommen in unserer betrieblichen Realität, da gibt es bestimmte Objekte, meinetwegen Organisationseinheiten oder Systeme oder Prozesse
oder Projekte oder Dienstleister und die versuchen wir jeweils in einem System, Single Source of Truth, in einem System zu halten. Und wenn wir eine Governance-Anforderung kriegen, dann ist die Überlegung erstmal, wo finde ich, also auf diese Governance-Anforderung, dieses neue Gesetz, auf welche Objekte wirken das? Geht es dabei um Prozesse? Wenn Sie BCM haben, wieder Anlaufzeiten, Kritikalität und dergleichen, okay, Prozesse. Oder Systeme erben diese Dinge von Prozessen. Das heißt, wir überlegen erstmal, auf welche Objekte ist dieses Gesetz relevant oder diese Governance-Struktur und gucken dann, in welchen Systemen halten wir die jeweilige Information. So, und dann wird der Report gebaut. Dann gucken wir erstmal, dass wir auswerten können, die Informationen holen und dann zurückspiegeln können in die Realität und sagen, an dem Prozess muss was dran gebaut werden und da muss noch eine Kontrolle hin und so weiter. Das heißt, im Grunde genommen ist es wie Lego-Technik. Ja, Sie gucken da drauf und sagen, okay, ich habe das und das und das und das. Und wie kriege ich diese Anforderungen damit gebaut? Und das ist nicht, das mache ich mit Adonis oder damit, sondern Sie müssen im Grunde genommen alle Quellen angucken, die Sie haben, dass Sie möglichst aus der Single Source of Truth die jeweiligen Themen rausziehen. Da sind noch ein paar Punkte dran genannt. Was wir gemerkt haben in der Praxis, so ein Thema ist, sind Relationen zwischen Objekten. Also beispielsweise, Sie haben ein Risiko und eine Kontrolle. Und wenn Sie sagen, Sie hängen jetzt eine Kontrolle an mehrere Risiken dran, 4-Augen-Prinzip verwende ich bei dem Prozess und bei dem Prozess. Wir haben eine N-zu-M-Relation. Jetzt müssen Sie eine Kontrolle aber auf Design und Effektivität beurteilen. In Bezug auf das eine Risiko kann das effektiv sein, in Bezug auf das andere Risiko nicht. So, und da muss man sich vorher überlegen, technisch können Sie im Adonis beides machen. Sie können eine N-zu-M-Relation machen oder eine 1-zu-N-Relation. Nur das eine liefert Ihnen nur Unfug und das andere liefert Ihnen hinterher eine saubere Auswertung. Also auch dort heißt es erstmal nachdenken, was ich da mache, bevor ich es baue. Weil wenn es gebaut ist, dann wird gesagt, ja, wir haben ja diesen Report schon, dann kann man den auch anpassen, da ist dann viel Arbeit hinten dran. N-zu-M-Relation gefährlich. Und Redundanzen. Also Single Source of Truth wurde, glaube ich, in so ziemlich jedem Vortrag angesprochen hier. Also es ist ja einfach ein Gebot der Faulheit schon, dass man Dinge nicht multiple modelliert. Und das ist ja auch der liebste Angriffspunkt eines jeden Revisors. Der sagt, ich habe Prozessinventar A, Prozessinventar B, die sind nicht kongruent. Dann hat man schon das erste Finding, ein strukturelles Finding. So, das will man also nicht. Das heißt, die Strukturthemen sind eigentlich viel wichtiger, wie das, was man hinterher macht. Wenn die Struktur sauber ist, ist der ganze Rest eigentlich nicht wirklich ein Problem. So, ich springe jetzt ein bisschen in ein paar Details hier draus rein. Ich habe hier auch die EU-DSGVO dran gehängt. Die hängt bei uns an Prozessen dran und die ist im Adonis. Also nicht alles davon ist im Adonis, teilweise. Jetzt haben wir noch ein Thema, was zunehmend relevant wird, wenn bei Ihnen Banker und Versicherer dabei sind, wovon ich ausgehe, merken Sie, dass Sie einen hohen regulatorischen Druck haben, Ihre Ausgliederung oder Dienstleister engmaschig zu beobachten. Also für die Nicht-Banker und Nicht-Versicherer unter uns, Sie können als reguliertes Unternehmen eine Aufgabe fremd vergeben, aber die Verantwortung bleibt bei Ihnen. Sie können nicht sagen, da hat unser Dienstleister Ihre Lebensversicherung falsch ausgezahlt. Das ist Ihr Problem, nicht das vom Dienstleister. So, das heißt, Sie haben aufsichtsrechtlich das Erfordernis, Ihre Dienstleister im Grunde genommen so gut zu kennen wie sich selbst. Internes Kontrollsystem, Geldwäsche, Informationssicherheit und so weiter. Und ein Vorstand, der Vollmann hat es gestern auch nochmal betont, kann heute nicht mehr sagen, das habe ich nicht gewusst. Der kriegt gesagt, das hätten Sie wissen müssen. Sie haben kein vernünftiges Risikomanagement hingestellt oder kein wirksames. Sie haben irgendwelche Folklore betrieben und Folien gemacht. Es ist nicht wirksam. Dann haben Sie ein Problem. Sie haben aufsichtsrechtlich ein Problem. So Anforderungen, die wir in der Finanzindustrie haben, die kommen jetzt sukzessive auch bei DAX-notierten Unternehmen. Die haben ähnliche Anforderungen aus DIN-ISO-Normen. Die müssen diese Dinge also auch machen. Und ein Thema ist Dienstleister, und da wurde bei uns auch zunächst gesagt, gucken, ist das eine Ausgliederung, Auslagerung, ja oder nein? Okay, ich prüfe das gegen irgendeinen Merkmalskatalog, ist keine wichtige Ausgliederung, hat nichts mit Kundenservice zu tun. Thema durch. So, dann kommt aber noch der Geldwäschebeauftragte und sagt, den Dienstleister hättet ihr prüfen müssen. Dann kommt der Informationssicherheitsbeauftragte, der BCM-Beauftragte und der Mitarbeiter aus dem Fachbereich, der sagt, hier kommen 10 Leute und stellen mir alle ähnliche Fragen. Was ist das eigentlich für ein
Quatsch, insuffizient. Das heißt, wir haben das ein bisschen geändert und sagen, wir prüfen jedes Vorhaben. Ne? Vorhaben prüfen und gucken, da muss noch gar kein Dienstleister drin sein. Das kann sein, man hat ein Thema und man sagt, entweder wir machen es selber oder wir vergeben es fremd. Und egal, ob Sie es selber machen oder jemand anders das macht, Sie müssen gegen alle diese Merkmalskataloge prüfen. Geldwäsche, Datenschutz, Informationssicherheit, BCM, den ganzen Katalog runter. Und das machen wir in einem Aufwasch und versuchen das auch bei uns im System zu modellieren. Also wir legen zum Beispiel bei uns im Adonis Dienstleister an, wie eine Organisationseinheit. Das ist ja nichts anderes. Ob Sie eine Organisationseinheit haben, die Customer Service macht, oder Sie einen Dienstleister haben, der Kunden verwaltet für Sie. Es ist ein Aufgabenträger. Der eine ist halt zufällig Teil Ihrer Firma und der andere kriegt Geld dafür und ist nicht Teil Ihrer Firma. Aber Sie müssen es trotzdem wissen, verstehen und kennen. So, das heißt, Dienstleister sind bei uns im System drin. Und das ist eine Frage, ne, da fängt Lego Technik an. Wenn ich jetzt entscheide, was ist das jetzt im juristischen Sinne eine Ausgliederung oder eine Auslagerung oder nicht? Ist es jetzt ein Attribut, das ich an den Dienstleister dranhänge? Oder muss ich vielleicht die Dienstleistung als solche noch im Adonis modellieren? Im Vertrag, Renus zum Beispiel, wir machen für uns Dienstleistungen, Archivdienstleistungen und kleinere Customer-Service-Themen. Das eine ist relevant als Ausgliederung, das andere ist nicht relevant. So, ist der Dienstleister jetzt die Ausgliederung oder das Thema? Na, das muss man sich überlegen, wie man es baut. Wir haben es bei uns an Risiken dran gehängt. Ja, die Risiken haben eine Risikokategorie und da steht drin, dieses Risiko, was sich aus irgendeiner Dienstleistung ergibt, ist ein Ausgliederungsrisiko oder nicht. Ja, und dann laufen Sie einfach drauf zurück. Und umgekehrt, wenn Sie jemand fragt, wer sind denn Ihre Ausgliederungsbeauftragten, ja, sagt die Aufsicht, müssen Sie haben, Sie einen Ausgliederungsbeauftragten haben, gehen Sie nur an die Datenbank und sagen, zeige mir alle Risiken, die das Merkmal Ausgliederung tragen und zeige mir vererbt die Kette, welche Dienstleister hinten dranhängen und wer verantwortlich ist für den Dienstleister bei uns im Haus. Dann Liste der Ausgliederungsbeauftragten, kein Problem. Sie laufen einfach die Kette lang. Sie drücken auf den Knopf und machen einen Report. So, und je mehr Merkmale, je mehr Risikokategorien Sie gepflegt haben in Ihrer Datenbank, desto mehr verschiedene Fragestellungen können Sie aus demselben Topf beantworten. Oder verschiedene Töpfe, wenn Sie mehrere Datenbanken und Modelle haben. Ist ein bisschen tieferes Thema Ausgliederung, wenn jemand Fragen hat, gern im Nachgang. Dann für die Banker und Versicherer unter uns, Solvency II, das ist sowas, eine Verordnung oder ein Regelwerk, das sagt, wie ist die Solvabilität eines Lebensversicherers, einer Bank. Basel II heißt das bei den Bankern oder Basel III oder IV, keine Ahnung, wo sie im Moment so stehen. Und da geht es darum, Sie müssen nachweisen können, ob Sie sozusagen die Forderungen Ihrer Kunden zu einem bestimmten Prozentsatz befriedigen können. Sehr komplexes Regelwerk. Und man muss das mit Zahlen unterfüttern. Wir haben versicherungstechnisches Risiko, das machen die Aktuare. Wir haben Marktrisiko, das machen die Investmentleute. Bei den Banken ist es Kreditrisiko und Marktrisiko. Und all the rest ist operationelles Risiko. Falschbearbeitung, Fehlbearbeitung, Betrug und alle Governance-Themen. Alles operationelles Risiko. So, das heißt, man muss eine bestimmte Menge Risikokapital für operationelle Risiken zurückstellen und man muss halt irgendwie begründen, ist das denn genug und wie viel ist es? Wir rechnen nach Standardformel, da können Sie, das Gesetzwerk bietet einem etwas an, aber da müssen Sie beweisen, dass die Zahl passt, die Sie da so haben. Und dann nutzen wir auch Adonis dafür. Da haben wir an Risiken hängt eine Risikobewertung dran. Die ist bei uns, das ist nicht nur hochmittelgering und Eintrittswahrscheinlichkeit hochmittelgering, sondern es geht auf Geld für die Gruppe, für die einzelne Lebensversicherungsgesellschaft. Es geht Reputation Kunden, Reputation Aufsicht, Reputation Medien, Ressourcen, Impact und Eintrittswahrscheinlichkeit. So, und für wesentliche Risiken, das ist ein bisschen ein schwammiger Begriff im Aufsichtsrecht, da ermitteln wir dann noch verschiedene Zahlen, also meinetwegen den niedrigsten denkbaren Impact in einem bestimmten Szenario, den plausiblen Impact, also das Szenario, von dem wir denken, so wird es in 90% der Fälle rauslaufen, und einen Extremwert. Das heißt, wir können aus unserem Adonis heraus, gut begründet, gut erläutert über die Zeit, darlegen, ob die Standardformel für uns angemessen ist oder nicht. Wir machen jetzt keine Ausbringungskurve dran, ob wie die verteilt ist. Unsere Aktuare sagen, denen reicht, dass wir so einen 3-Punkt-Schätzer haben. Also kann Adonis sozusagen auch für Solvency II Beiträge liefern. Es ist so ein bisschen, was man daraus macht. Ja, Sie können es hinstellen und Prozesse damit malen, aber Sie können halt, wenn Sie einen Lego-Technik-Baukasten haben, der eine baut halt da draußen ein Vogelhäuschen und der andere baut da draußen Getriebe. Das Tool gibt es her.
aber Sie müssen halt sehen, was Sie damit machen. Hier ist noch ein ganz kleines Beispiel zur Logik. Es gibt so im Aufsichtsrecht den Begriff der Schlüsselkontrolle. Das ist gar nicht so richtig definiert, was ist eine Schlüsselkontrolle. Da steht nur drin, wenn es eine Schlüsselkontrolle ist, müssen Sie die in einer bestimmten Art und Weise und ganz sorgfältig überwachen, was sie so treibt und macht. Und da gibt es im Adonis auch ein Feld. Das heißt, du Kontrolle bist eine Schlüsselkontrolle oder eine Key Control. Kontrolle hängt aber an einem Risiko. Und wenn Ihr Risiko jetzt mit der Zeit kleiner wird, steht da immer noch dran, du bist eine Schlüsselkontrolle, obwohl vielleicht ein winziges Risiko ist. Das ist so ein Datenfeld, das pflegen wir gar nicht, sondern wir sagen, wenn wir ein Risiko haben und dieses Risiko ist als wesentlich eingeschätzt, ist jede Kontrolle, die da dran hängt, automatisch eine Key Control. Das ist ein Attribut, das ich nicht pflege. Ja, sonst sagen Sie, oh, mein Risiko ist kleiner geworden, ich muss jetzt an der Kontrolle noch ein Feld ändern. Nein, will ich gar nicht. Ich will nur sagen, Schlüsselkontrollen zeigen mir alle Prozesse oder zeigen mir alle Risiken, die wesentlich sind, und zeigen mir alle Kontrollen. Das sind so Schlüsselkontrollen, fertig. Also dieses Datum pflege ich nicht. Das schreibe ich einmal in den Algorithmus rein, hinten in unserem Auswertungswerkzeug, und dann hat man das. Also auch Faulheit ist hier Trumpf, weil es hilft, das ein bisschen strukturell aufzubereiten. Ein bisschen sputen. Ganz kurzes Thema zum Problematisieren. Also da bin ich hochdankbar, wenn irgendjemand mir ein bisschen was verraten kann dazu. Wir haben bei uns die Themen Informationssicherheit und BCM betrachten wir als operationelle Risiken, weil nichts anderes ist das. Wenn Ihr Server abbraucht oder Ihre Daten verschlüsselt werden, ist das ein operationelles Risiko. Alles ist Obrisk, was nicht Versicherungstechnik ist und Markt. Und wir haben gemerkt, dass es da sehr viele Schnittmengen sind. Da geht es um Prozesse, da geht es um Systeme, sowohl bei BCM wie der Anlaufzeiten, Vertraulichkeit von Daten. Sind eigentlich die Daten vertraulich oder ist es das System oder erbt das System die Vertraulichkeit von den Daten? Und da geht es darum, wie modelliere ich das? Ja, ich kann mir jetzt ein ISMS-Werkzeug hinstellen, das ist jetzt eine Überlegung, die wir haben, das mit HitGuard zu machen. Das ist ein System, das eigentlich eher von Krankenhäusern kommt. Die haben halt auch hohe Anforderungen. Wenn die in ihre Systeme stehen, ist der Beatmungspatient morgen tot. Ja, die haben da hohen Druck. Die haben wir uns mal angesehen, aber das ist so ein Integrationsthema. Ja, ich habe gestern schon ein paar Gespräche geführt, wie modellieren Sie BCM und Informationssicherheit integriert mit Adonis. Ja, das ist bei uns so ein Problem, merkt man, wir müssten ja Risiken aus dem Informationssicherheitssystem zurückspielen nach Adonis. Wie mache ich denn das? Mit Freigabe-Workflows. Wenn kommt ein neues Risiko rein, wer gibt denn das dann frei? Und wie funktioniert diese Schnittstelle? Wie oft kommen diese Dinger darüber? Ja, da war unsere Lösung, wie wir uns überlegt haben, wir halten sowohl da Risiken wie auch da. Ist ja am Ende des Tages wurscht. Ja, solange die im selben Format sind und dieselben Merkmale tragen, kann man es über ein Auswertungswerkzeug, über Analytics gehe ich an den Datentopf und an den anderen Datentopf und mische es hinterher zusammen. Dem Report ist es egal, wo es herkommt. Aber da würde ich mich jederzeit über ein Gespräch freuen, wenn einer was uns liefern kann. Wir sind noch viel am Basteln und am Überlegen. Jeder Input herzlich willkommen. Was haben wir noch? Jetzt kommen die zwei, sind gleich fertig. Ich habe noch 1 Minute, lese ich gerade. Was, denke ich, das Wichtigste ist, Sie haben steigende Anforderungen an Modelle. So, da kommt irgendeine neue Regulierung, die VAIT oder die BAIT oder die MAGO oder die MA-Risk-Version, keine Ahnung, 17. Und die wollen immer mehr und immer genauer haben. Ja, Sie können heute nicht mehr kommen und sagen, ich habe da eine Excel-Tabelle und ich werte Ihnen das mal aus, es ist übermorgen fertig. Dann sagen die, Sie haben ein strukturelles Problem. Ja? Das heißt, die Anforderungen an Modelle bezüglich Komplexität, Umfang, Geschwindigkeit, mit denen Sie Informationen daraus ziehen können, und Validität, die werden immer höher. Wenn jemand findet, dass in Ihrem Modell ein logisches Problem drin ist, haben Sie ein Problem. Da werden Ihnen sehr unangenehme Fragen gestellt und dann fangen Sie hinterher an, Ihr technisches Modell umzubauen. Also das ist der Kompost, auf dem das Problem gedeiht. Und das nächste ist, Sie haben steigende Komplexität der Werkzeuge. Sie haben eine Adonis NP, was mit Adonis Classic nichts mehr zu tun hat. Sie haben REST-API-Schnittstellen, Sie haben Workflows, Sie haben eine AD-Anbindung, Berechtigungsverwaltung über ein WIDA-System, you name it. Das ist so glitzernd und schillernd, ist alles da, wie ein neuer BMW, wo man gar nicht weiß, welche Knöpfe ich da alle drücken kann. Das ist alles schön, wenn Sie das haben. Das Problem ist nur, das muss jemand bedienen. Das muss jemand konfigurieren, verstehen, bedienen, warten und betreiben. So, das heißt, die Anforderungen an die Leute, die mit diesen Werkzeugen unterwegs sind, die werden immer höher.
Wenn Sie jemanden haben, der sagt, ich kann BPMN2 modellieren, toll, ja, aber wie bettet man das jetzt ein in diese ganzen Fragestellungen? Da kommen regulatorische Anforderungen. Wie modelliere ich das in Adonis? Will ich es in Adonis machen oder hole ich Daten aus einem anderen System? Das heißt, die beteiligten Personen müssen ein tiefgreifendes Verständnis haben über ihr logisches Datenmodell und über ihr technisches Datenmodell. Wo liegen denn diese Daten? Wie kriege ich die da raus? Wie erzeuge ich einen Report? Wen muss ich dazu einspannen, damit das passiert? Ja, und dann hocken die Leute auf ihre kleinen Inseln und sagen, will ich mir alles nichts mit zu tun haben. Aber das ist ja die Lösung. Sie kaufen ja nicht ein teures, komplexes Werkzeug, um das hinterher zu benutzen wie ihr Playmobil. Das ist Lego-Technik, kein Playmobil. Das heißt, sie haben steigende Anforderungen an die Kompetenz der Mitarbeiter, die an und mit diesen Systemen arbeiten. Das ist fachlich, das ist logisch, aber auch technisch. Sie müssen unterscheiden können, ist das ein Und-Oder oder ist es ein absolutes Oder. Das macht einen großen Unterschied, wenn Sie im Prozess langlaufen. Und der Fachbereich soll modellieren. Das sind keine Modellierer. Ja? Kurz und gut, der Mehrwert der Systeme und ihre Integration, das ist ein Potenzial. Sie sehen bunte Folien, was man alles integrieren könnte, nur das ist ein Potenzial. Sie müssen es halt irgendwie heben und dafür brauchen Sie die Leute oder Sie müssen die Leute qualifizieren, mit diesen Werkzeugen umgehen zu können. Zu guter Letzt, ich bin schon über der Zeit, eine Frage, die bei uns häufig ist für uns entschieden, ist die Frage, wer modelliert eigentlich im Unternehmen? Modelliert da der Fachbereich, der einen Prozess malt oder Risiken aufschreibt, oder machen wir das moderiert? Unsere Erfahrung ist, Sie haben fleißige, interessierte Leute, die ganz toll Prozesse im letzten Detail modellieren, ganz hinten auf der Grenzertragskurve. Mit dem letzten Schnurpsel und der letzten Variante noch drin, das ist toll, das ist Kunstwerk, Sie brauchen es nur nicht. Und andere, die sagen, am besten, ich modelliere gar nichts, dann bin ich nämlich intransparent und dann muss ich auch keine Verantwortung tragen, weil ich nichts modelliert habe. Bei mir gibt es keine Risiken, also ich habe keine. Das ist kein Problem. Das heißt, Sie müssen die Leute modellieren, also denen helfen zu modellieren. Wir machen das immer moderiert. Die Leute sitzen alle da, die haben 10.000 Self-Service-Werkzeuge, die alle total einfach sind. Es sind halt nur 80 Stück. Und was Sie kriegen, ist ein Anruf. Mein Login funktioniert nicht. Wie geht das nochmal? Welchen Menüpunkt muss ich drücken, wenn ich den Prozess in neue Version bringen will? Keine Ahnung. So, und dann haben Sie unendliche Abstimmungsschleifen und dann kriegt dann Mail, wo drin steht, ich muss dies, jenes prüfen. Wie mache ich das nochmal? Machen wir nicht. Also Prozesse, Risiken, Kontrollen machen wir immer alles moderiert. Immer alles moderiert. Das heißt, die Leute sitzen in ihrem Homeoffice irgendwo an ihrem Rechner und dann gucken wir mit Teams auf denselben Schirm drauf und dann modellieren wir das vor deren Augen. Die erzählen, das Risiko ist so und so. Da sage ich, ja, okay, das ist das, wie du es verstehst, aber wir modellieren ja für den Vorstand. Der versteht nicht, was du sagst, sondern man muss ihm dann helfen oder ich muss das übersetzen. Das Risiko, das der mir anschleppt, muss ich in ein Format bringen, dass der Vorstand das versteht. Das und warum das kritisch ist oder was eigentlich das Problem daran ist. Ja, diese Leute, die im Fachbereich sitzen, das sind Spezialisten für ihr Thema. Das sind keine Risikomanager, das sind keine Governance-Leute, das sind keine Prozessmanager. Die wissen das alles, aber die können das nicht strukturiert abbilden. Das ist sozusagen ihr Job und das macht sehr viel suffizienter, denen dabei zu helfen, ihre Welt zu modellieren, sei es Risiken, sei es Prozesse, was auch immer. Der Vorteil ist, wenn Sie es online machen, sehen die das mit den eigenen Augen. Die sehen, wir sind in der Datenbank, wir sind im System, wir haben Versionen drin und der Mann hilft mir oder die Frau. Ich habe damit nichts zu tun, ich muss nur fachlichen Input bringen und hinten habe ich ein schönes Ergebnis. Wir haben gemerkt, es ist unendlich viel schneller und die Datenqualität ist unendlich viel besser. Ansonsten landen Sie genau auf diesen 10.000 Prozessen mit 11 Millionen veralteten Risiken. Da steht's, ich glaube, das war's. Kontaktdaten stehen da auch dran, steht ja auch in den Heften dran. Falls Sie Fragen haben, dann jetzt gern oder im Nachgang. Und erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen aus der Runde an Herrn Böder-Bummester. Also es ist sehr aufschlussreich und kann ich nur unterstreichen. Also diese Silos gehören weg zwischen den BCM, IKS und OpRisk. Es war nur am Anfang, Sie verwenden auch ADO GRC und quasi aus dem Vortrag heraus habe ich aber entnommen, quasi gemanagt werden sie in einem anderen Tool und quasi in Adonis werden auch Risiken dargestellt, aber nicht dort gemanagt. Ja, das ist führend. Also das ist so eine technische Restriktion. Wir wollen eigentlich, dass Adonis das führende System, wir wollen immer ein führendes System haben, in dem Daten gehalten werden. Wir haben dieses, was ich Ihnen eben gezeigt habe, ist ein Ansatz,
den wir machen, weil wir im Adonis es ist kein Informationssicherheitswerkzeug. Ja, ich habe gestern mit den Ado-IT-Leuten gesprochen, ob man da drin eine Lösung bauen kann. Das ist natürlich nicht ideal, weil es kein ISMS-Werkzeug ist. Aber ich bin natürlich lieber in einer Plattform drin und lass mir da was bauen oder baue mir selber was, als dass ich ein anderes Werkzeug ranhole. Ja, und das war jetzt ein Modell, dass wir gesagt haben, wenn das Adonis diese, Anforderungskataloge, Informationssicherheit, das nicht mappen kann, Sollmaßnahmenkataloge aus dem Aufsichtsrecht. Und ein anderes System kann das besser. Ich brauche aber trotzdem Risiken. Dann muss ich mir halt überlegen, wie ich das mache. In dem Fall wäre die Lösung, dass Sie sozusagen getrennte Primärschlüssel haben. Adonis zählt Risiko 11, 12, 13, 14, 15. Und das andere System würde sagen, HitGuard, HT1, HT2, HT3, HT4. Dass Sie sozusagen im Grunde genommen logisch gesehen haben Sie eindeutige Objekte oder eindeutige Objekte, die leider aufgrund technischer Sachzwänge in zwei Systemen drin liegen. Und die Analytics-Tool zieht es dann hinterher zusammen. Der sagt, ich hole Daten daher und hole Daten daher. Die Frage ist immer, was ist denn die Single Source of Truth? Sie können das natürlich technisch verstehen, dass Sie sagen, es ist diese Datenbank, wo diese Objekte drauf liegen. Wenn die das aber technisch nicht kann, müssen Sie sich das anders überlegen. Dann müssen Sie halt Redundanzfreiheit herstellen und sagen, leider Gottes liegen diese zwei Sorten Risiken in zwei Systemen, weil es nicht anders geht. Ich muss sie nur eindeutig voneinander unterscheiden können und Sie müssen dasselbe Format haben. Ist das noch Single Source of Truth? Nein, aber getrieben durch die Realität muss ich es dann halt machen. Ich muss nur immer im Hinterkopf haben, dass ich an der Stelle einen faulen Kompromiss baue und dass man den halt genau beobachtet. Wenn ich das eine Risikoformat ändere, dass ich es im anderen System auch nachziehe. Das ist das Problem verschiedener Plattformen und Schnittstellen. Vielleicht darf ich da technisch noch ergänzen. Ich hatte eben in der Tat, Sie haben es auch großspurig angekündigt, Adonis und AdoGRC kommt um Einsatz. Das ist auch nach wie vor so. Ja, das ist so. Aber hier kommt jetzt unsere Plattformfunktionalität zugute. Das heißt, in der Viridium ist es so, die Kolleginnen und Kollegen kennen nur das Werkzeug Adonis mit dem Adonis-Branding. Das AdoGRC, das haben wir im Adonis ergänzt. Das sehen die mit gar den nicht. Funktionalitäten, Herr Börder-Bummes hat es angesprochen, Risikobewertung, Kontrolltesting. Das machen wir alles mit den AdoGRC-Funktionalitäten. Aber auch hier war es wichtig, dass man nicht sagt, man hat zwei Tools, zwei Werkzeuge. Und deswegen spricht Herr Börder-Bummes, und wenn ich bei der Viridium bin, wir sprechen immer nur über Adonis. Damit es als ein Werkzeug und damit man nicht auch für dieses Thema wieder zwei Werkzeuge hat. Aber sehen Sie ja gar nicht. Ja. Sie haben im Grunde genommen ein Werkzeug, wo Sie einen Prozess haben, Sie machen einen Mausklick rechts drauf, sagen Risiko dazu anlegen. Fertig. Ja, dass das jetzt technisch gesehen irgendwie zwei Module sind, ist für mich in der Praxis nicht relevant. Das ist wie im Auto, Sie haben Motor und Sie haben Bremsen, sind zwei verschiedene Systeme. Ja? Aber insgesamt ist das ein Auto. So. Und so ist Adonis für uns auch. Und wir müssen halt leider, weil man so viele Themen hat, wie BCM, Informationssicherheit, wenn man die integrieren will und das Werkzeug ist darauf nicht spezialisiert, mit gutem Grund, ich würde das auch nicht machen, wenn ich BOC wäre, dann müssen Sie halt verschiedene Systeme zusammenbauen. Ne? Nur eine kurze Folgefrage. Verwenden Sie dann einen Industriestandard wie ISO 31000, 27001 fürs Format, dass Sie in beiden Systemen dann quasi die gleiche Struktur haben? Ja, also im konkreten Fall ging es ja nur um Risiken. Ja, und bei den Risiken ist es ja so, Sie haben aufsichtsrechtlich jetzt keine besonders großen Anforderungen. Sie brauchen einen Titel, eine Beschreibung, eine Bewertung mit Impact und Eintrittswahrscheinlichkeit und einem Verantwortlichen oder vielleicht mehrere Rollen und Stellvertreter und so weiter. Das kann man da reinprogrammieren. Wir gucken auch nicht stumpf auf irgendwelche Standards. Sie haben eine DIN, ISO, irgendwas. Wir machen es ganz häufig angelehnt an irgendetwas. Weil sonst kaufen Sie so ein Package und halten sich sklavisch an irgendein Detail, was für Sie gar nicht relevant ist. Wie in der alten MRISC, da stand drin, Vertriebsprozesse sind wesentlich. Unser Unternehmen ist im Run-Off, wir machen kein Neugeschäft mehr. Es gibt keinen Vertrieb. Es gibt so winzige Details, wo ein Kunde einen Vertrag ändern kann, wo man sagen kann, das ist Neugeschäft. Ist das für uns ein wesentlicher Prozess? Nein. In dem Fall haben die das irgendwann gecheckt und haben das Gesetz angepasst, dass sie gesagt haben, ja, okay, nicht per se ist Vertrieb wesentlich. Deshalb, wir gucken immer so ein bisschen oder versuchen mit Sinn und Verstand da drauf zu gucken und fragen uns, was davon ist für uns relevant. Weil der Prüfer, der prüft auch nicht stumpf da rein. Sie haben diesen Absatz nicht eingegangen, das ist nicht relevant für uns. Dann sagt er, ja, versteht er, der prüft ja auch proportional. Der prüft da, wo er denkt, dass es für uns relevant ist. Also man darf da nicht stumpf sein, dann machen sie wahnsinnig viel Arbeit für die Tonne. Das verstehen die auch, wenn man denen das erklärt. Also haben wir nie irgendwelche Probleme gehabt.
Sie merken schon, ne, also ich betreue die Viridum jetzt seit 7 Jahren, wie viele Diskussionen wir führen. Ne, und die sind auch nicht in einer halben Stunde alle zu erledigen. Deswegen, also weiterfangen, ich kann Ihnen nur anbieten, Herr Böder-Bummes, das ist auch bis heute Nachmittag hier. Ne, und Sie merken ja, sehr auskunftsfreudig, ne, und ist ja auch mit einem richtigen Ritt durch das ganze Governance, Risk and Compliance durchgegangen. Und das ist ja genau das, wo wir als BOC ja auch, ich hatte es ja gestern am Beispiel der Compliance ja skizziert, ne, das ist halt diese riesengroße Welt, wo wir unterwegs sind. Ne. Und wie gesagt, schon mal ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Und bevor ich Sie jetzt entlasse, ein klein bisschen Werbung muss ich auch hier heute leider machen. Wir haben es mal eingeblendet. Ich mache es mir aber relativ einfach. Ich habe Ihnen die QR-Codes mitgebracht. Ne? Das heißt, Sie müssen dort nicht bei uns auf der Homepage, ne, immer suchen nach neuen Informationen. Da findet man nicht nur ein Poster. Übrigens, unsere Stände haben auch schöne GRC-Poster. Ne, kann man sich schön ins Büro entsprechend mit dranhängen. Aber was ich Ihnen empfehlen kann, ist noch relativ neu. Wir haben mittlerweile einen AdoGRC-Blog. Ganz wichtig, da geht es nicht nur um das Tool, noch ein Feature, sondern mittlerweile laden wir auch Kunden ein, dort mit uns über Fachlichkeiten auszutauschen. Also nur Kunden, keine Sorge, da diskutiert nicht die Firma, die nicht bei uns entsprechend Kunde ist, aber ich kann Sie einladen, registrieren sich an dem Blog, Sie sind Kunde von uns, diskutieren Sie mit, dann profitieren Sie auch und gerade bei den Themen Governance, Risk and Compliance, Sie haben es wieder lesen können, ne? Und auch ich manchmal komme nur bei der Hälfte der Fachbegriffe mit. Es ist ein Riesenthemenfeld. Ne? Man muss miteinander sprechen. Am Ende des Tages, ne, und man profitiert auch sehr viel von Erfahrung, ne, am Ende des Tages. Gut, nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Böder-Bummes. Dankeschön fürs Zuhören und fürs Interesse. Wunderbar. Vielen Dank.